Hier ist Timon Krause, Mentalist, und ich bringe euch heute bei, wie ihr euch 20 Sachen in 20 Sekunden merken könnt mit einem sogenannten PEG-System. Das ist eine mnemonische Technik, um euch Sachen einfacher zu merken. Manche Leute verwechseln oftmals das PEG-System mit dem sogenannten Loki-System. Das Loki-System ist das System, in dem ihr die Dinge, an die ihr euch erinnern wollt, an verschiedene Plätze im Raum legt. Es wurde sehr, sehr populär gemacht, zumindest die Idee davon aufgrund der Serie Sherlock, der sein Memory Palace hat, in dem er anscheinend Millionen und Millionen von Sachen platziert hat. So, das Loki-System hat durchaus seine Daseinsberechtigung, ist nicht so heftig effektiv, wie das in Sherlock der Anschein erregt wird, aber dann ist Sherlock natürlich auch eine Art Superman. Für mich persönlich finde ich das PEG-System einfacher zu nutzen. PEG-System basiert auf visueller Assoziation. Was ihr dafür braucht, ist erstmal eine Liste von 1 bis 20, 1 bis 30, 1 bis 40, 50, je nachdem, wie weit ihr damit gehen wollt. Wir machen hier 1 bis 20. Liste von 1 bis 20 Dingen, an die ihr danach die Dinge, die ihr euch merken wollt, koppeln könnt. Das bedeutet, ich gebe euch ein Beispiel, sagen wir auf unserer Standardliste, auf unserer Masterlist, die wir im Kopf haben, ist an Position Nummer 5 die Hand. Das ist in meiner Masterlist so, weil die Hand 5 Finger hat. Jetzt ist die 5. Sache vielleicht, die ich mir neu merken möchte, vielleicht ein Stuhl. Jetzt versuche ich in meinem Kopf, die Hand an den Stuhl zu binden. Und desto bizarrer oder weirder oder perverser oder abgefreakter das Bild ist, desto einfacher kann ich es mir merken. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, keine Ahnung, ich merke mir den Stuhl, indem ich mir vorstelle, ich wache eines Morgens auf, ich schaue an mir runter und ich merke, oh mein Gott, ich habe keine Hand mehr, sondern da ist ein Stuhl dran, aber der Stuhl ist voll von, keine Ahnung, von Haut überzogen und es sieht ganz, ganz bizarr aus. Komisches Bild, aber ich kann es mir auf jeden Fall merken. Wenn ich nachher meine Liste von 1 bis 20 abgehe und ich komme zu 5, dann brauche ich mir bei 5 nicht den Stuhl zu merken, sondern ich denke bei 5 Hand, weil ich das fest im Kopf habe von meiner Masterlist, und das Bild von diesem von Haut überzogenen Stuhl kommt mir automatisch wieder in den Kopf und ich weiß, dass 5 an die Hand gekoppelt der Stuhl war. Was ist die Masterlist? Wir machen gleich mal auch ein Beispiel, aber was ist die Masterlist? Die Masterlist ist folgendes, und die könnt ihr euch ganz einfach merken, vielleicht könnt ihr sie aufschreiben, wenn ihr es ein paar Mal übt, habt ihr sie schnell im Kopf. Masterlist für mich von 1 bis 20. 1 ist für mich der Baum, weil ein Baum steht wie eine 1. 2 ist für mich ein Lichtschalter, weil er 2 Positionen hat, an und aus. 2. 3 ist für mich ein Hocker, weil er 3 Beine hat. 4 ist für mich ein Auto, weil es 4 Räder hat. 5 ist die Hand wegen 5 Fingern. 6 ist ein Würfel, weil er 6 Seiten hat. 7 sind die Zwerge. 8 ist eine Achterbahn, was eben im Namen ist. 9 ist eine Katze, man sagt zumindest im Englischen, sagt man, eine Katze hat 9 Leben. 10 ist die Bibel wegen der 10 Gebote. 11 ist eine Fußballmannschaft, weil sie 11 Spieler hat. 12 ist ein Geist wegen 12 Uhr nachts, Mitternacht, Geisterstunde. 13 ist ein Fahrstuhl, weil in Amerika die 13 bei Fahrstühlen oft übersprungen wird, aus Aberglaube. 14 ist der Valentinstag, weil er am 14. Februar ist, oder ist ein, ja, ich glaube, Valentinstag nehme ich dafür meistens. 15 ist ein Ritter, 15. Jahrhundert, so merke ich mir das. Ich weiß nicht, ob es ganz geschichtlich akkurat ist. 15 ist ein Ritter, merke ich mit dem 15. Jahrhundert. 16 ist ein junger Mann oder eine junge Frau, eben ein Teenager, 16 Jahre. 17 ist ein Kartenspiel wegen 17 plus 4, ist glaube ich Blackjack eigentlich, ne? 17 plus 4 ist ein Kartenspiel, so merke ich mir das. 17 Kartenspiel. 18 ist der Abendverkehr. 18 Uhr. 19 Uhr ist Abendbrot, 20 Uhr ist die Abendschau im Fernsehen. Das ist meine Masterlist. Jetzt versuche ich also gleich an diese Masterlist von 20 Sachen, die ich fest im Kopf habe, die ich einfach auswendig gelernt habe. Und das kannst du bis 50 weiterführen oder du kannst es mit einer Loki-Liste kombinieren. Ja, du kannst auch sagen, ab 21 laufe ich durch mein Wohnzimmer und denke, 21 ist mein Sofa im Wohnzimmer, 22 ist das Fenster, 23 ist die Gardine und so weiter. Das könnt ihr so weit führen, wie ihr wollt. Jetzt möchte ich mir also 20 Sachen in 20 Sekunden merken. Sagen wir, das Publikum wirft mir zum Beispiel Sachen zu oder vielleicht möchte ich mir auch einfach nur eine Einkaufsliste merken. Wir machen mal ein Beispiel von 1 bis 10. Sagen wir, okay, und ihr könnt mitmachen zu Hause, ja? Nummer 1 ist, was muss ich mir als erstes merken? Kaffee. Jetzt binde ich Kaffee Nummer 1 an meinen Baum in meiner Masterlist Nummer 1. Wie mache ich das? Vielleicht stelle ich mir vor, dass ich in den Park laufe, ich sehe einen Baum und da wächst Kaffee dran, aber keine Kaffeebohnen, sondern wirklich abgepackter Kaffee. Und das ist bizarr. Und ich versuche es zu pflücken und der ganze Kaffee schüttet mir in die Augen und es juckt und das ist kacke, aber ich habe das Bild im Kopf. Nummer 2, vielleicht Eis. Ich muss Eis haben. Stelle ich mir vor, ich komme in den Raum rein, also Eiscreme, ja. Ich mache den Lichtschalter an und es ist ein Streich. Mein Mitbewohner hat mir einen Streich gespielt und mir fällt ein Eishörnchen auf den Kopf und es läuft mir übers Gesicht und es klebt.
Nummer 3, vielleicht muss ich eine Uhr kaufen. Ich stelle mir vor, ich setze mich auf einen Hocker. Der Hocker bricht aber durch, weil es kein Holz ist, sondern eine Uhr. Und das Glas oder das Plastik der Uhr piekst mir in den Hintern. Nummer 3, Hocker, Uhr. Nummer 4, vielleicht muss ich als viertes im Supermarkt Zitronen kaufen gehen. Ich fahre über die Autobahn und plötzlich kommt über die Autobahn gesprungen wie ein Hirsch eine Zitrone und ich baller da voll rein und der ganze Zitronensaft geht auf meine Frontscheibe und ich crash in ein anderes Auto rein. Mist. Blöde Zitrone, Nummer 4. Nummer 5, vielleicht ist es der Stuhl, der mit Haut überzogene Stuhl, der an der Hand gekoppelt wird. Nummer 6, vielleicht muss ich mir Fassbrause kaufen. Das heißt Würfel. Ich stelle mir vor, ich schmeiß die Würfel. Da fällt mir jetzt gerade so flott nichts ein. Das muss man ein bisschen üben, dass einem schnell was einfällt. Ja? Vielleicht schmeiße ich die Würfel, sie rollen über den Tisch und sie stoßen gegen eine Flasche Fassbrause, die mir daraufhin auf den Schoß fällt und meine ganze weiße Hose schmutzig macht, weil diese Würfel gegen die Fassbrauseflasche gestoßen sind. Nummer 7, ich muss mir Brot kaufen. Ich stelle mir also die 7 Zwerge vor und sie kämpfen miteinander, sie sind wütend aufeinander und verprügeln sich alle mit einem harten Leib Brot und schlagen sich die Köpfe ein. Nummer 8, ich muss mir Sportschuhe noch kaufen. Ich stelle mir vor, ich fahre in der Achterbahn und irgendwo hängen Sportschuhe von den Rails der Achterbahn und klatschen mir ins Gesicht und es tut weh, es ist Mist, es stinkt. Nach Sportschuhen eben Sportschuhe. Nummer 9, ich muss mir vielleicht Tee kaufen. Ich muss mir Nummer 9 Tee kaufen. Ich stelle mir vor, ich komme nach Hause und meine Katze sitzt am Küchentisch und trinkt eine Tasse Tee und dreht sich zu mir um und sagt, ich habe dich bereits erwartet. Und Nummer 10, ich muss mir Bananen kaufen. 10 in unserer Masterlist ist die Bibel. Ich schlage die Bibel auf, ich schlage sie wieder zu, habe aber nicht gemerkt, dass da drin eine Banane ist und all die Seiten sind verklebt und es fletscht weg gegen die Wände. So, jetzt habe ich sie gekoppelt. Jetzt wollen wir uns diese 10 Objekte wieder zurück in Erinnerung rufen. Das könnt ihr auch nochmal mitmachen, gucken, ob es euch einfällt. Wir gehen dafür durch unsere Masterlist. Nummer 1 ist der Baum. Was hing an dem Baum? Kaffee. Wir haben ihn gepflückt, er ging uns in die Augen. Da ist es. Was für Nummer 2? Lichtschalter. Ach ja, mein Mitbewohner hat mir einen Streich gespielt, mir fällt das Eis auf den Kopf. Was für Nummer 3? Ich setze mich auf den Hocker und er bricht durch, weil es eine Uhr ist und die piekt mir in den Hintern. Nummer 4, ich fahre über die Autobahn und was springt da drüber? Eine Zitrone, richtig, und ich crashe in das andere Auto wegen der Zitrone. Nummer 5, ich wache morgens auf, ich schaue auf meine Hand und ich sehe, der eklige, hautüberzogene Stuhl. Nummer 6, ich schmeiße die Würfel, wogegen stoßen sie? Gegen die Fassbrauseflasche, die mir die ganze Hose dreckig macht. Nummer 7, die 7 Zwerge. Und was haben die in der Hand? Harten Laib Brot und die schlagen sich die Köpfe damit ein. Ich muss Brot kaufen. Nummer 8, ich fahre Achterbahn und was ballert mir vor das Gesicht? Die Sportschuhe, Mist. Nummer 9, ich komme nach Hause, meine Katze sagt, ich habe dich bereits erwartet. Und was hat sie in der Hand? Eine Tasse Tee. Und Nummer 10, ich schlage die Bibel zu und was splattert gegen die Wand? Die Banane. So, kurzes Beispiel und das könnt ihr natürlich bis 20, 30, 40, 50 weiterführen. Und wenn ihr das wirklich, wirklich schnell macht und mit Aufmerksamkeit dabei seid, könnt ihr euch auch in 20 Sekunden 20 Dinge auf diese Art merken, so wie ich das in meiner Show manchmal mache. Geht auch mit einem Kartenspiel zum Beispiel, wenn ihr ein Kartenspiel in jede Karte in ein Bild verwandelt. Das ist das kurze Tutorial zum Pack System. Ich hoffe, ihr habt was dran. Viel Spaß damit und bis bald.